Suchvorgang eingeleitet. Suche Objekt. Masse 870.000 Kilogramm. Nutzlast 32 Satelliten. Flugfähigkeit positiv. Ratet mal, die korrekte Lösung gibt's jetzt. Ich bin Arti, das DLR-Teammitglied mit dem KI-Extra und einen Touch-humanoiden Parametern. Einen optimalen Tageszyklus allerseits. Die korrekte Antwort ist natürlich C, die Rakete Ariane 6. Wie es so eine tonnenschwere Rakete schafft, abzuheben und zu fliegen, das analysiere ich für euch jetzt. Warum ist eine Rakete eigentlich so schwer? Die Antwort enthält eine hohe Konzentration an Ironie. Wusstest du, dass eine Rakete fast nur aus Treibstoff besteht? Das Gesamtgewicht der Ariane beträgt 870 Tonnen, wenn sie vollgetankt auf der Startrampe steht. Die Ariane ist eine Trägerrakete. Sie trägt also Dinge, zum Beispiel 32 Satelliten ins All. Diese Nutzlast kann 21,6 Tonnen betragen. Das sind genauer gesagt 3,5 afrikanische Elefanten. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, von 100% Startgewicht sind nur also 2,5% Gewicht die eigentliche Fracht. Die restlichen 97,5% sind nur die Rakete selbst und der Treibstoff, den sie braucht, um überhaupt abzuheben. Die Ariane 6 startet mit über 740 Tonnen Treibstoff in sich, flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff und festem Treibstoff, der in den Boostern steckt. Die Booster, das sind die 4 Extraantriebe an den Seiten der Rakete. Aber zurück zur großen Ironie der Raumfahrt. Man muss also ein Monster von einer Rakete bauen und bis zum Anschlag volltanken, um relativ wenig Masse ins All zu bringen. Um nochmal die Elefanten zu bemühen, man lässt 145 Elefanten losstürmen, nur damit am Ende etwa 3,5 Elefanten oben ankommen. Aber um die Anziehungskraft der Erde zu besiegen, braucht man nun mal Wumms. Physikalisch korrekt ausgedrückt, exorbitant viel Energie. Aber wie schafft es so eine Rakete abzuheben? Simpel, das ist die allseits bekannte Tsiolkovsky-Gleichung, die Raketengleichung. Man berechne die Geschwindigkeitsänderung aus der effektiven Ausströmgeschwindigkeit multipliziert mit... Entschuldigung, mein Prozessor ist heiß gelaufen. Einfacher gesagt, Rückstoßprinzip. Kennt ihr vielleicht diesen Skateboard-Trick? Man schmeißt einen Medizinball nach hinten und bewegt sich durch den Rückstoß nach vorn. Und genau das passiert auch beim Raketenantrieb. Die Rakete wirft möglichst schnell möglichst viel nach unten ab, um sich nach oben zu bewegen. Beim Start verbrennt das Triebwerk Treibstoff. Sehr viel in kurzer Zeit. Die dabei entstehenden Gase treten mit sehr großer Geschwindigkeit nach unten aus. Das sorgt für den Rückstoß, der die Rakete dann in die entgegengesetzte Richtung antreibt. Ein einzelner Schubschubs reicht aber nicht. Wie die Rakete den Orbit erreicht, wird euch aus den Socken extrahieren. Die Rakete nutzt den Stufentrick. Beim Countdown zündet zuerst die exorbitante Hauptstufe. Das Haupttriebwerk Vulcain 2.1, eine der leistungsfähigsten Maschinen der Menschheit. Das Triebwerk verbrennt 6 Badewannen voll Treibstoff jede Sekunde. Das alleine erzeugt aber nicht genug Schub zum Abheben. Dafür braucht es die 4 Booster. Sie verbrennen 4 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. Nach 145 Sekunden sind die Booster bereits leer. Sie sind jetzt nur noch nutzloser Ballast. Die Lösung? Weg damit! Oh, seht euch diese Symmetrie in der Separation an. Das ist ästhetisch höchst befriedigend für meine optischen Sensoren. Durch diesen Gewichtsverlust wird die Rakete schlagartig leichter und beschleunigt effizienter in Richtung Orbit. Genau 5 Minuten und 18 Sekunden später verabschiedet sich auch das Hauptstufentriebwerk Vulcain. Dann ist auch sein Treibstoff verbraucht. Anschließend übernimmt das Vinci-Triebwerk der Oberstufe. Das ist das finale Modul, das die Nutzlast in die Zielumlaufbahn steuert. Es gibt im luftleeren Raum nochmal Gas oder eher Rückstoß. Am Ende bleibt von dieser 63 Meter hohen Rakete also nur die Spitze von einer Länge von 20 Metern.
Dort drin stecken die Satelliten, die dann im All kreisen werden. Teile der Ariane werden übrigens hier beim DLR getestet, im Testzentrum Lampolzhausen. Hier mussten sich das Vulcain-Triebwerk und das Vinci-Triebwerk der Ariane 6 unter Realbedingungen beweisen. Das hat sich bewährt, denn die Ariane-Raketenfamilie gehört zu den erfolgreichsten und zuverlässigsten Trägersystemen weltweit. Wenn ihr mehr über unsere exorbitanten Tests beim DLR erfahren wollt, solltet ihr unbedingt unseren DLR-Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nicht unsere neuesten Videos. Analysieren wir nun eure Absichten. Was oder wen würdet ihr gern mal ins All schießen? Bitte keine Geschwister, das wäre gegen die Sicherheitsrichtlinien. Schreibt mir in die Kommentare. Initialisiere Endsequenz. Der Datentransfer ist für heute abgeschlossen. Klickt auf den Abonnieren-Button. Das sichert euch ein regelmäßiges Software-Update für euer Gehirn und verhindert, dass ihr spannende DLR-Videos verpasst. Bleibt bei den Fakten. Arti.